Previously on the Campers Chronicles. Es sollte die große Europareise werden. Einmal rum, 6 bis 8 Wochen. Doch weiter als bis nach Brügge hat Big Eddie es nicht geschafft. Er hatte einen Motorenschaden und so wurde aus der Rundreise eine Rückreise, denn er lief nicht zuverlässig. Wir übernachteten auf Bauernhöfen, auf Pferdehöfen, an Seen und abgelegenen Flüssen, wo wir manchmal das Gefühl hatten, nachts nicht ganz unbeobachtet zu bleiben. Big Eddie ist nun in der Werkstatt und wir hoffen, man findet den Fehler für sein ständiges Liegenbleiben. In der Zwischenzeit, die Reise muss weitergehen, haben wir uns einen modernen Kastenwagen gemietet und wir stehen nun vor der Luxusfrage, wohin soll die Reise gehen? Rechts Richtung Norden, links Richtung Süden? Die Entscheidung wird fallen, spätestens am nächsten Autobahnkreuz. Und das kommt alles jetzt. Manchmal sind es die ersten Kilometer, die sich am leichtesten fahren. Gerade erst los, gerade erst abgebogen, nach links gen Süden der Sonne entgegen. Erstmal Strecke machen und einfach rollen lassen, dachten wir. Doch kaum 3 Stunden später kam das, was immer kommt, der Hunger. Und so tappten wir, kaum dass es uns auffiel, mitten hinein in die Touristenfalle. Jups, Erlebnisgarten bei Haltern am See. Gesättigt an Essen und Eindrücken ging es weiter. Weiter Richtung Frankreich, weiter Richtung Meer. Wir wollten es bis nach Dunkirk schaffen. Dort soll es einen Stellplatz geben, der anders ist als andere. Doch kurz vor Gent war erst einmal wieder Schluss. Die Müdigkeit kam leise und so fanden wir uns auf einem kleinen privaten Stellplatz wieder. Sauber, ruhig, ein guter Ort zum Stehenbleiben. Brügge kannten wir ja schon, also entschieden wir uns für den Besuch der Altstadt von Gent. Gent ist nicht Brügge, aber es hat auch seinen Charme. 2 Stunden vielleicht, dann hat man die Altstadt durchwandert, von Gasse zu Gasse und von Haus zu Haus. Einen überteuerten Burger in einem der Touristenrestaurants am Rathausmarkt später und wir waren wieder unterwegs. Frankreich voraus, wir waren bereit, uns auf den französischen Lebensstil einzulassen. Man sagt ja, wer mit dem Van unterwegs ist, der ist immer auf der Suche. Auf der Suche nach Weite, nach Ruhe, nach einem Platz, der sich ein bisschen mehr nach Freiheit anfühlt als der davor. Und manchmal findet man ihn dort, wo man es am wenigsten erwartet. Zum Beispiel am Digue du Braec in Dunkirk in Frankreich, einem schmalen Streifen Land zwischen Meer und Industrie, zwischen Salzluft und Schornsteinen. Schön? Vielleicht. Seltsam? Auf jeden Fall. Sand trifft auf Stahl, Möwen kreisen über rostige Kräne und wenn die Sonne untergeht, liegt über allem eine eigentümliche Stille. Wir kochten am Meer, machten noch ein paar Nachtaufnahmen und fühlten uns genau richtig hier. Doch in der Nacht, da drehte das Wetter. Am Morgen lag dichter Nebel über allem, der Strand war noch da, aber irgendwie nur als Ahnung. Und so fuhren wir weiter, nicht ahnend, dass uns dieser Nebel, le brouillard lugubre,
noch eine ganze Weile begleiten würde. Ein Meer zum Hören, zum Riechen, ein Meer kaum zum Sehen. Unsere nächste Etappe? Boulogne-sur-Mer. Wir ließen uns treiben vom Nebel, von der Straße und von der vagen Hoffnung, noch halbwegs in die richtige Richtung zu rollen. Kurz vor der Stadt fanden wir einen Stellplatz mit Meerblick oder von dem, was davon übrig war. Wir wanderten die Klippen entlang. Quinn, immer neugierig, machte neue Bekanntschaften mit Vierbeinen, Hufen und stoischer Ruhe. Und die Nacht war erstaunlich ruhig, trotz der Straße gleich neben uns. Man gewöhnt sich halt an alles. Am Morgen dann ein kleiner Hoffnungsschimmer. Vielleicht würde sich der Nebel doch noch verziehen. Ich ließ die Drohne steigen und wollte mir den Platz von oben anschauen. Doch das Bild war klar. Rechts Nebel, links Nebel, Boulogne-sur-Mer verschwunden, vom Nebel verschluckt. Wir fuhren hinab in die Stadt, vorbei am Hafen und hinauf in die Altstadt zu einer kleinen Festung auf dem Hügel. Hinter dicken Mauern liegt hier das Herz von Boulogne-sur-Mer mit engen Gassen, mit Kopfsteinpflastern und Häusern, die Geschichten erzählen können. Es ist die älteste ummauerte Stadt nördlich von Paris, einst ein römisches Lager und später eine wichtige Hafenstadt. Heute schläft sie im Nebel. Der wurde natürlich immer dichter und dichter und kroch uns kalt und feucht unter die Jacken. Also entschieden wir weiterzufahren. Weiter in Richtung Le Tréport. Einem dieser kleinen Fischerorte, die wie Austernperlen an der rauen Küste der Normandie glitzern, wenn man sie dann findet. Ich hatte keine großen Erwartungen an Le Tréport und genau das ist es, was solch einen Ort manchmal gefährlich macht. Denn sie überraschen dich. Le Tréport, ein kleiner Fischerort, eingeklemmt zwischen hohen weißen Kreidefelsen, rau, charmant, ein bisschen aus der Zeit gefallen. Unser Stellplatz selbst eher unspektakulär, denn die berühmte Aussicht von den Klippen war verschwunden, ausgelöscht vom Nebel. Also nahmen wir die kleine Bergbahn, sie frisst sich durch die Klippen und ruckelt langsam hinab in die Unterstadt. Wir streiften dort durch die Gassen, machten ein paar Fotos. Ich merkte mir, wo es morgen frische Baguettes geben wird, und dann ging es wieder zurück an den Stellplatz. Die Luft riecht nach Pizza. Ausgehend von einem Pizzaautomaten am Stellplatz. Ein Gerät, das verspricht, in 10 Minuten von hungrig zu vielleicht essbar. Ob wir uns getraut haben und
Ob wir den Nebel endlich verscheuchen? Nun ja, das ist eine Geschichte für die nächste Folge.